Hallo liebe Hausbauhelden, in dieser Haustour zeigen wir euch ein exklusives Massivhaus im Stil einer klassischen Jugendstil-Stadtvilla mit über 330 Quadratmetern Wohn-Nutzfläche. Und zwar das Musterhaus in Hoppegarten bei Berlin von Agehaus. Außen wie innen gibt es hier ganz viele interessante exklusive Ausstattungsdetails, die wir uns natürlich genau zusammen anschauen. Also kommt mit! Der Hauptbaukörper hat Außenmaße von 9,49 Meter x 11,89 Meter. Wir haben hier vorne einen Erker, der über alle Geschosse durchläuft, oben eine tolle Dachterrasse drauf hat, der hier nochmal 1,25 Meter vorspringt. Insgesamt hat das Haus 242 Quadratmeter Wohnfläche auf 3 Ebenen plus 94 Quadratmeter im Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton gebaut ist und durch Jumbo-Lichtschächte belichtet wird, sodass hier auch nochmal ein hochwertiger Wellnessbereich entstehen kann. Die zeige ich euch gleich, wenn wir drum rumlaufen. Jetzt haben wir hier noch ein paar Besonderheiten. Das Ganze ist ein monolithisches Mauerwerk aus Porenbeton, 36,5er Stein. Das heißt, es funktioniert ohne Wärmedämmverbundsystem. Es ist also wirklich eine monolithische Wand. Ist jetzt hier KfW-Effizienzhaus 55, geht aber auch als 40er Haus mit QNG-Zertifizierung. Wir sehen schon, ein klassisches Merkmal dieser Jugendstilnummer ist diese umlaufende Stuckleiste, die wir hier geschosstrennend haben. Die Fenster sind hier Kunststofffenster, zweifarbig foliert, innen weiß, außen Anthrazit, das berühmte RAL 7016. Wir haben hier vorne im Erker eine große Faltschiebetür, die ich euch nachher von innen auch zeige. Die ist aus Holz. Und wenn wir jetzt hier rumkommen, sehen wir schon, es gibt auch noch eine Besonderheit am Sockel. Der ist hier etwa 65 cm hoch. Das Haus ist also etwas hochgesetzt. Dadurch kann der Keller wunderbar belichtet werden. Und hier haben wir nochmal diese Bossenoptik am Sockel. Ihr könnt jetzt schon sehen, hier ist so ein großer aus wasserundurchlässigem Beton hergestellter Lichtschacht. Da sind Fenster drin, der Keller ist wirklich hell. Und was wir hier auch schon sehen können, Teil der hochwertigen Ausstattung sind hier diese Außenfensterbänke in Granit. Ich habe noch nichts zum Dach gesagt. Das ist klassischerweise hier ein Walmdach und zwar mit 38 bzw. 40 Grad Dachneigung. Wir haben hier im unteren Bereich nochmal so einen Aufschiebling. Das heißt, das Dach hat da so einen Knick drin und was ganz Besonderes ist auch die Eindeckung. Das ist nämlich eine Biberschwanz-Kronendeckung. Da wird auf jede Dachlatte doppelt ein Ziegel eingehängt. Das ist eine sehr aufwendige, aber auch sehr schöne Deckung. Auch die schauen wir uns nachher von nahem nochmal an, wenn wir oben auf der Loggia sind. Jetzt könnt ihr schon sehen, wir haben hier auch sehr, sehr große umlaufende Dachüberstände. Das sind 75 cm plus die vorgesetzte Regenrinne in Anthrazit. Das ist dann fast 1 Meter. Da sind auch gleich schon LED-Strahler integriert, dass man das hier abends schön beleuchten kann. Das Ganze ist mit Holz verkleidet, weiß gestrichen, sodass sich das hier ganz schön einheitlich in ein Bild fasst. Jetzt sind wir schon im Eingangsbereich. Dadurch, dass das Haus ja hochgesetzt ist, also dieser Keller ein bisschen rauskommt, haben wir hier Treppen. Auch das ist in Granit gemacht, passt also farblich alles wunderbar zusammen. Ihr seht diese wunderschöne Holzeingangstür. Hier haben wir echte glasteilende Sprossen. Hier haben wir innenliegende Sprossen, die aber so 3D profiliert sind. Ich finde, wenn man von außen drauf guckt, sieht es eigentlich aus, als wären es echte Sprossen. Dann gibt es natürlich im Obergeschoss, die Fenster sind immer breit und symmetrisch. Auch das klassische Stadtvillengestaltung. Diese Absturzsicherungen, weil im Obergeschoss auch mit sehr niedrigen Brüstungen gearbeitet wird, was sehr, sehr viel Licht reinbringt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie es innen aussieht. Die Diele hat
hat 15 Quadratmeter und was als erstes ins Auge fällt, es gibt hier eine Geschosserhöhung, sodass eine lichte Raumhöhe von 2,80 Meter entsteht. Geschosserhöhungen sind hier immer in 12,5er Schritten möglich, da ist man also flexibel. Was als nächstes ins Auge fällt, ist dieser wunderschöne Fliesenboden. Das sieht aus wie so eine traditionelle Zementfliese. Es ist aber ein pflegeleichtes Feinsteinzeug, Format 20×20. Alt-Hamburg heißt das Dekor. Wie immer gilt übrigens, wenn ihr Fliesen oder Farbnummern wissen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich versuche euch das alles zu beantworten. Was man noch als erstes sieht, ist, dass es hier ein Smart Home System gibt. Das ist tatsächlich ein KNX-System, also mit Verkabelung, eine sehr hochwertige Lösung mit Touchscreen. Man kann hier schon sehen, eingebunden sind Jalousien und auch Licht. Die ganze Haustechnik ist eingebunden, Heizung, Lüftungsanlage, Türkommunikation, die Wetterstation. Zur Haustechnik sage ich euch später noch mal genauer was. Hier sieht man neben der Tür so einen praktischen Schalter, wo man eben komplett das Licht im ganzen Haus zum Beispiel ausmachen kann, wenn man das Haus verlässt. Das also auch eine sehr praktische Lösung ist. Ja, diese hohen Räume geben wirklich schon so ein bisschen Altbau-Villen-Flair und dazu trägt natürlich auch bei, dass wir hier in der Wandgestaltung oder auch bei den Türen diese Kassettenstil-Optik haben. Hier an der Wand, die Wände sind übrigens alle Q3 verspachtelt, Malerflies gestrichen. Hier auch nochmal mit so einer Kassettenoptik, das sind so aufgesetzte Stuckleisten. Die kommen übrigens einzeln. Wenn man das selber machen will, ist das wirklich ziemlich frickelig, die so anzubringen, dass das dann nachher alles von der Aufteilung genau passt, sollte man sich also überlegen. Was sich da hinter der Tür und da verbirgt, zeige ich euch nachher. Jetzt gehen wir erstmal in den großen Wohn-Ess-Kochbereich. Ein Highlight, das natürlich auch zu diesem Style beiträgt, sind hier diese Raum- und Lofttüren in Schwarz. Alles sehr, sehr hochwertig. Auch da kann ich euch die Farbnummern sagen, wenn es euch interessiert. Und jetzt sind wir schon im Wohn-Ess-Kochbereich. Hinter mir ist die Küchennische. Das sind jetzt ab hier 15,6 Quadratmeter. Und hier ist eben gleich schon so eine Wandnische mit eingeplant, wo dann eben die Küchenwand und diese großen Kühlschränke verschwinden können, was sehr praktisch ist, wenn man dann hier flächenbündig agieren kann. Wenn ihr einen großen Side-by-Side-Kühlschrank mit Eiswürfelmaker haben wollt, denkt dran, dass ihr in der Nische dann auch einen Wasseranschluss braucht. Auf der Seite finde ich es jetzt ganz spannend, apropos Wasser, dass in dem freistehenden Küchenblock mal nicht das Kochfeld, sondern das Waschbecken und hier die Spülmaschine drin sind. Man hat dann für das Geschirr hier vom Tisch den ganz kurzen Weg, finde ich auch eine ganz nette Idee. Dieser Küchenblick ist wie die ganze Küche extrem exklusiv. Wir haben hier etwa 1,20 x 1,90, hier eine 6 cm starke Natursteinplatte. Auch das kann ich euch genau sagen, wenn es euch interessiert. Dann gibt es natürlich hier diese Busch-Steckdosen, damit man hier in der Mitte eben auch Strom hat, gleich mit diesem USB-Ladeanschluss. Und hier wirklich sehr hochwertig dieses mit der gefassten Kante eingelassene Waschbecken. Hier ist dann die normale Küchenzeile, vielleicht kurz was zur Höhenabwicklung. Wir haben hier eine Arbeitshöhe von 95 cm, ist etwas höher, finde ich sehr angenehm zum Schnippeln. Und hier eine Arbeitshöhe von 89 cm. Das heißt, man kann da auch ganz flexibel agieren. Hier alles richtig gemacht, auch gleich schon diese eingelassene LED-Leiste, die die Arbeitsfläche belichtet. Oben auch nochmal in den Schränken drin die Beleuchtung. Steckdosen hat man jetzt hier auf jeder Seite 3 Stück. Das ist wunderbar. Ich würde mir wünschen, dass man hier auch noch welche in der Nähe vom Herd hat, weil da braucht man immer mal was, um einen Pürierer oder sowas einzustecken. Also ruhig bei der Steckdosenplatzierung nochmal überlegen. Wenn man jetzt hier so eine hochwertige Kochstation hat, das ist mit Pizzaofen und allem drum und dran. Hier oben drüber ist jetzt eine Umluft-Dunstabzugshaube. Wir haben in dem Haus eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Kühlfunktion. Die ist hier rein aus Komfortgründen drin, weil wir eine stark befahrene Straße haben und man da vielleicht zum Lüften die Fenster wirklich nicht
aufmachen möchte. Rein bautechnisch würde man es nicht unbedingt brauchen. Aber wie gesagt, erhöht natürlich auch den Komfort und was auch sehr praktisch ist, hier hinten gibt es nochmal in einer aufgedoppelten Wand so eine wandintegrierte Schiebetür in die 7,6 Quadratmeter große Speisekammer. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, mal kurz ein Blick zur Decke. Wir haben hier die Abluft von der kontrollierten Lüftungsanlage. Die Zuluft ist im Boden, zeige ich euch auch gleich. Dann haben wir hier deckenintegrierte Strahler. Das ist in einer Stahlbetondecke natürlich so, dass man das in der Planung wissen und da vorher gleich Aussparungen einplanen muss, wenn die Decke gegossen wird. Und sehr schön diese Lichtwute. Da ist auch nochmal so ein Element vorgesetzt, das dann oben hinterleuchtet ist und dahinter verschwindet dann gleich die Gardinenleiste. Hier haben wir jetzt diese großen Kippbeschläge, die sind 1,96 breit, die Höhe ist 2,32 Meter. Das ist also auch erhöht, ist natürlich wichtig, wenn man die Raumhöhe erhöht. Und wir haben hier eine Sicherheitsverglasung drin und eben auch gleich diesen Sicherheitsbeschlag, der abschließbar ist per Knopfdruck. Das heißt, man sucht keine Schlüssel. Was ich euch noch zeigen wollte, das ist hier mit dieser extra flachen Austrittsschwelle ausgeführt. Auch das ist eine Sonderausstattung, sonst hätte man unten die Rahmenhöhe durchlaufen. Das ist natürlich sehr schön. Das ist hier überall gemacht an den Stellen, wo ein Austritt nach draußen ist. Noch ein Blick auf den Boden. Es ist ja immer die Frage, möchte man Holzboden in der Küche haben? Wie macht man den Übergang? Hier mal eine sehr, sehr schöne Lösung. Da ist nämlich auf dem Boden eine Fliese in Holzoptik, die durch dieses Verlegen im Fischgrät wirklich nochmal sehr, sehr hochwertig und sehr, sehr parkettartig aussieht. Und die ist natürlich absolut pflegeleicht und man kann sie in Küche und Wohnbereich als durchgehenden Bodenbelag nehmen. Jetzt sind wir hier schon im Erker. Ihr seht jetzt auch, hier ist der Luftzulass von der Lüftungsanlage im Fußboden. Der Erker ist 3,20 Meter lichte Breite innen. Ganz wichtig, dass ihr eben genug Platz habt für einen Tisch, wo ihr Stühle dran stellen könnt. Rausspringen tut der 1,25. Und hier haben wir jetzt dieses vierflügelige Faltschiebeelement. Im Gegensatz zu einer Hebeschiebetür kann man das ganz aufmachen. Aus statischen Gründen ist das jetzt auch ein Holzelement, kein Kunststofffenster. Und das zeige ich euch jetzt auch noch. Hier seht ihr übrigens noch die Notkurbel, die braucht man an der Stelle, wenn man elektrische Rollläden hat, dass man die im Falle eines Stromausfalls auch hoch machen kann und rauskommt. Die kann man da also leider nicht wegmachen. Und jetzt nochmal zu den Raumproportionen. Dieser Wohn-Essbereich komplett sind knapp 50 Quadratmeter, wobei dieser Essbereich mit der Sitzecke etwa 30 Quadratmeter sind. Und dann hat man hier nochmal einen abgetrennten Bereich, der mit dieser fast 4 Meter breiten Loft Tür hier nochmal abgetrennt ist, wo man dann nochmal in Ruhe Fernsehen gucken kann, der dann etwa 20 Quadratmeter hat. Und hier schauen wir jetzt auch nochmal rein. Ich finde nämlich, dass es ein sehr schön proportionierter Raum ist, der auch so ein bisschen Altbau-Feeling kriegt durch so kleine Details. Unter anderem haben wir hier sehr hohe, schmale Fensterformate und eine niedrige Brüstung. Das sind hier etwa 63 Zentimeter. Hier sieht man jetzt übrigens auch mal sehr schön die Marmorfensterbänke innen und dann sind die Fenster von der Höhe 1,70 Meter. Das ist relativ hoch. Man kann jetzt auch hier diese innenliegenden Sprossen ganz gut sehen und was eben auch sehr schön ist, ist diese 12 Zentimeter hohe profilierte Fußleiste. Passt natürlich alles sehr gut auch zu diesen Türen in Kassettenoptik und hier schauen wir jetzt mal, wo es weitergeht. Wir haben hier eine Rundlaufmöglichkeit im Erdgeschoss und kommen hier wieder in der Diele raus, was ich sehr schön finde, und schauen uns jetzt noch die Garderobe und das Gäste-WC an. Hier ist schon die Garderobennische vorgesehen. Ihr wisst, sage ich immer, 60 cm tief, dann passt da auch ein Schrank rein. Und hier nochmal was zur Brüstungshöhe. Das sind ja auch hier die 63 cm durch das Hochparterre, weil der Keller rauskommt, ist es aber trotzdem so hoch, dass hier von außen eben nicht jeder reinguckt. Das finde ich sehr, sehr schön. Und hier im Gästebad, das 3,8 Quadratmeter hat, ist sogar noch ein Platz für eine
große Dusche gefunden worden. 90 mal 90 Zentimeter und hier haben wir jetzt zusätzlich zu der Brüstung eben auch nochmal das folierte Glas. Das ist gleich Milchglas. Da guckt einem dann sowieso keiner rein. Hier ist immer so, dass ihr natürlich gucken müsst bei diesen Türen, wenn ihr die aufmacht, dass ihr euch da nichts kaputt schlagt. Sehr, sehr schön ist in diesem Bad natürlich diese Wandfliese hier. Auch da gilt, wenn ihr wissen wollt, was das ist, schreibt es mir in die Kommentare. Und auch sehr, sehr schön sind natürlich die in der Wand liegenden mattschwarzen Armaturen. Hier ganz schlau, der Griff ist daneben, sodass man, wenn man mit nassen Händen die Armatur wieder zumacht, ist hier jetzt nicht stehendes Wasser oben drauf hat, weil bei kalkhaltigem Wasser und mattschwarzen Armaturen habt ihr natürlich sonst immer die Kalkflecken. Es sei denn, ihr macht euch eine Weichwasseranlage hin, das geht natürlich auch immer. Dann haben wir hier noch Platz fürs Gäste-WC und auch sehr schön, dass man hier in diesen Vorwandinstallationen immer gleich eine Nische eingeplant hat, wo man Sachen einstellen kann. Also diese vorgesetzte Installation ist dann bis oben hochgezogen und ihr seht auch hier im Bad wieder die Abluft von der kontrollierten Lüftungsanlage. Bevor wir hochgehen, noch ein Blick aufs Detail, weil das immer sehr viel über die Verarbeitungsqualität aussagt. Wir haben hier die Fuge von den Fliesen in die geflieste Fußleiste durchgezogen. Das ist nicht selbstverständlich. Und hier oben drauf nochmal so eine Fliesenabschlussleiste aus Metall, was sehr, sehr schön ist, weil man die dann eben auch sehr gut abwischen kann. Es sieht sauber aus, weil so eine poröse geschnittene Fliesenkante oben, die könnt ihr einfach nicht sauber machen. Jetzt gehen wir mal nach oben und wir sehen schon, es gibt hier wirklich eine wunderschöne Treppe, die auch dieses Altbau-Flair aufgreift. Das ist eine geschlossene Holzwangentreppe, oben viertelgewendelt, mit sehr schönem Handlauf und Trittstufen in Eiche. Das fühlt sich wirklich ganz toll an, auch mit diesem Profil, da möchte man die ganze Zeit dran fassen. Die Setzstufen sind sehr aufwendig gemacht mit Berliner Kassette. Jede zweite Stufe ist dann mit so einer eingefrästen, indirekten LED-Beleuchtung gemacht. Und jetzt schauen wir mal, wie es oben aussieht. Galerie hier oben hat 15 Quadratmeter und ist wirklich wunderschön hell und lichtdurchflutet. Die lichte Raumhöhe ist hier erhöht, dass es 2,67 Meter in der Lichte ergibt. Und wenn man so viel Licht hat, kann man sich auch mal trauen, eine Wand ganz dunkel zu streichen. Das ist ein sehr dunkles Blau-Grau, RAL 7031, finde ich sehr schön, auch in Kombination mit dem Fußboden. Wir haben hier oben auch überall Fliesen, hier in so einer hellen Sandsteinoptik. Hier oben im Musterhaus sind jetzt überall Büros eingerichtet. Wir gucken aber wegen der Proportionen trotzdem kurz mal teilweise in die Zimmer rein. Es gibt hier 2 gleichgeschnittene Kinderzimmer mit jeweils 16 Quadratmetern. Sehr schön ist, dass hier oben die Brüstungshöhe auch so niedrig ist. Es sind 50 Zentimeter. Ihr seht, das ist für die Belichtung und auch fürs Rausgucken für Kinder wunderschön. Fenster 1,96 mal 1,70, wirklich sehr groß. Dann habt ihr natürlich hier davor diese Absturzsicherung. Die ist auch in dem RAL Anthrazit 7016 beschichtet. Alles sehr hochwertig. Und wir haben jetzt hier eine Holzfliese auf dem Boden. Und hier auch eine Fliese an der Wand, die sieht aus wie so eine geflochtene Grastapete, hat auch tatsächlich so eine Struktur. Ist natürlich akustisch, wenn jetzt hier 2 Flächen gefliest sind, für so ein Zimmer schwierig. Aber ich finde, es ist sehr schön. Und wie gesagt, wenn euch die Fliesen genauer interessieren, schreibt es mir auch unten in die Kommentare. Wir schauen hier gleich weiter. Nebendran gibt es dann die Ankleide, die mit dem Elternschlafzimmer verbunden ist. Das sind in diesem Fall 11 Quadratmeter. Das ist jetzt nicht als Ankleide eingerichtet. Und ihr seht schon, wenn ihr jetzt hier wirklich viele Schränke stellen wollt, wäre es natürlich sinnvoll, ihr hättet die Fenster 60 Zentimeter von der Wand weg. In diesem Fall hat man sich jetzt entschieden, dass man von außen die symmetrische Fassadenoptik ausgleichen will oder aufnehmen will mit den Fenstern. Da muss man sich halt entscheiden.
Hier könnte man auch gut ein Kinderbett oder ein Kleinkindzimmer einrichten mit dem direkten Anschluss ans Elternschlafzimmer, das jetzt mit 13 Quadratmetern wirklich so groß ist, dass da sehr gut ein Bett reinpasst. Übrigens auch im Schlafzimmer die niedrigen Brüstungen sehr schön, weil man den nämlich im Liegen auch rausschauen kann. Hier geht es wieder in den Flur und hier haben wir jetzt wieder so eine wandintegrierte Schiebetür ins Masterbad. Das Masterbad hat 10,5 Quadratmeter, ist in einem ganz anderen Stil eingerichtet, auch mit dieser schönen wandintegrierten Schiebetür abgeschlossen in Kassettenoptik, die eben hier auch so reingeht, dass sie wirklich zumacht. Auf dem Boden haben wir jetzt auch wieder eine Fliese in Holzoptik. Ich bin wirklich beeindruckt, wie gut die das optisch mittlerweile hinkriegen. Das sieht sogar aus oder fühlt sich an wie so ein Parkett mit so einer Hobelstruktur. Man hat hier ein anderes Holz gewählt, nämlich Wildeiche Astik, damit es eben auch zu dem Dekor von dem Unterschrank hier passt. Und dann haben wir hier die Dusche. Da ist eine Trockenbauwand zur Abtrennung drin. Hat den Vorteil, dass man hier ganz einfach diese Abstellnischen integrieren kann. In der Dusche dann auch gleich, die ist 1 Meter mal 1,15, also wirklich sehr geräumig. Und was ich ganz schön finde, ist, dass die jetzt hier unten mal mit so einer Abschlussleiste gemacht ist. Klar, da muss man natürlich drüber steigen, aber da läuft einem dann halt auch das Wasser nicht raus und die Tür schließt sehr gut, ohne dass einem die Gummilippe über die Fliesen kratzt. Finde ich immer eine ganz schöne Sache. Fliesen an der Wand sind hier 60 x 60 in Marmoroptik. Das gibt dem Ganzen natürlich eine sehr exklusive Anmutung. Und hier hat man jetzt alle Kanten mit dieser Fliesenleiste in Anthrazit gemacht. Das ist natürlich eine gestalterische Entscheidung, kann man so machen, passt natürlich jetzt hier sehr gut zu diesem so ein bisschen Industrial Style, der hier angesprochen wird. Beziehungsweise Jugendstil 20er Jahre Marmor. Deshalb haben wir auch hier eine sehr, sehr elegante, schlanke, freistehende Mineralgusswanne. Diese freistehenden Armaturen mit Bodenzulauf, mit dieser Tropfenform, das taucht dann auch hier nochmal auf. Gleich das Fenster auch wieder mit Milchglas. Hier wurde dann eben auch diese vorgesetzte Installationswand bis oben hochgezogen, sodass man hier ganz einfach diese Abstellflächen integrieren kann. Auch dieser Doppelwaschtisch, sehr, sehr schön in Mineralguss gemacht. Die Becken sind relativ klein und ihr habt jetzt hier die sehr, sehr hohen Armaturen. Auch da, das Wasser kommt jetzt hier sehr gut raus. Müsst ihr immer gucken, dass ihr die Beckengröße auf die Höhe abstimmt, dass ihr kein Problem mit Spritzwasser kriegt. Wobei das jetzt hier, weil das alles aus einem Material ist, auch kein Problem sein dürfte. Von der Elektrobemusterung dürften da gerne auf der anderen Seite auch nochmal 2 Steckdosen sein. Und hier natürlich denkt dran, dass ihr auch am Spiegel nochmal Licht braucht, wenn ihr da mal genauer gucken, euch rasieren oder schminken wollt. Und jetzt schauen wir uns noch das Kinderbad an. Das Kinderbad liegt installationstechnisch korrekt neben dem Elternbad und über dem Gästebad unten und hat etwa 6 Quadratmeter. Hier ist jetzt auf der Seite alles richtig gemacht. Licht am Spiegel, auf jeder Seite 2 Steckdosen. Sehr nett finde ich diese unterschiedlich farbigen Aufsatzwaschbecken. Eine Sache noch, wenn das Bad wirklich als Kinderbad geplant ist, sind diese Wandarmaturen so mittel, finde ich, weil man dann eben den Spiegel so hochhängen muss, dass da ein Kind gar nicht reingucken kann. Nur so als Planungstipp für euch. Ansonsten haben wir hier wieder sehr, sehr schön auch die Dusche mit der bodengleich durchgefließten Fläche, dem Ablauf hinten an der Wand. Und jetzt schauen wir mal ins ausgebaute Dachgeschoss.
echtes Highlight in diesem Haus und mein absoluter Lieblingsraum ist das ausgebaute Dachgeschoss unter diesem Walmdach. Wir haben jetzt hier nochmal 31 Quadratmeter. Durch die 4 Flachdachgauben nach allen 4 Himmelsrichtungen bekommt der Raum eine ganz tolle Geometrie und natürlich wunderschöne Tageslichteffekte. Ganz besonders schön finde ich auch dieses Jugendstil-Grün, das hier die Wand akzentuiert. Wir haben jetzt hier nochmal eine andere Holzfliese auf dem Boden. Und ein Highlight ist natürlich jetzt die Loggia hier, die Dachterrasse auf dem Erker. Und da gucken wir jetzt auch noch kurz raus. Sehr schön ist, dass man jetzt hier auch von den Höhen einen fast ebenen Anschluss hingekriegt hat. Das ist immer nicht so ganz einfach, weil ja hier eine Gefälledämmung drauf ist, darunter ein gedämmter Wohnraum ist. Das ist aber wirklich hier sehr schön gelöst mit dem Anschluss. Und diese Terrasse hat jetzt etwa 7 Quadratmeter, ist mit einer pflegeleichten WPC-Diele belegt. Und ich hatte euch ja gesagt, wir schauen uns noch mal kurz diese besondere Biberschwanz-Kronendeckung an. Hier kann man das gut sehen, dass pro Dachlatte 2 Ziegel übereinander eingehängt werden, leicht versetzt, sodass dieses ganz besondere Muster hier entsteht, was gerade auf diese Walmdächer sehr gut passt. Super edel natürlich dann auch das Glasgeländer, alles sehr stabil mit diesem Anthrazitgrau, pulverbeschichteten. Und jetzt gucken wir, denn hier oben gibt es auch noch ein Schlafzimmer und ein Bad. Schön ist, dass man auch daran gedacht hat, hier gleich die Lamellenjalousien anzubringen, die man im runtergefahrenen Zustand eben auch so gerade stellen kann, dass man durchgucken kann. Und in den anderen Gaubenfenstern Rollläden, die es eben auch wirklich verdunkeln. Man sieht schon, hier ist nochmal ein Schlafzimmer mit einer Bodenfläche von 18 Quadratmetern. Auch das profitiert hier von dieser großen Gaube. Wir haben jetzt hier eine Brüstungshöhe von 65 Zentimetern. Das Fenster ist 1,60 breit, 1,55 hoch, also fast quadratisch, komplett verdunkelbar. Hier sitzen jetzt auch Steckdosen und Anschlüsse. Auch da würde ich euch empfehlen, wenn ihr das Bett dann da stehen haben wollt und wollt da rechts und links ein Nachtlicht, bräuchtet ihr eben dort die Steckdosen, dass ihr euch das immer überlegt bei der Elektrobemusterung, wo stehen nachher die Möbel. Jetzt schauen wir noch nebendran, gerade in das kleine Bad und da jetzt zum Thema Elektro wunderbar, dass es hier oben auch nochmal von der Türkommunikation so ein Teil gibt. Das muss man sich nämlich auch überlegen, wo man das im Haus verteilt, dass man hier oben eben auch sehen kann, wer vor der Tür steht und im Zweifelsfall auch von hier oben aufmachen. Hier haben wir jetzt das Bad, das sind auch etwa 5,8 Quadratmeter und das wird jetzt durch diese 4. Flachdachgaube überhaupt erst möglich, denn dadurch habt ihr jetzt hier eine Raumhöhe von etwa 2,20 Meter und könnt da stehen. Ich finde es sehr, sehr schön, dass hier jetzt mal so eine Fliese an der Wand ist, auch mit so einem Profil in Holzoptik. Es bringt hier ganz, ganz viel Wohnlichkeit rein. Es gibt hier oben nochmal einen Handtuchheizkörper und natürlich auch eine Dusche, in dem Fall mit Aufputzarmaturen. Man hat also hier alles, was man braucht, um das als kleine Einheit zu nutzen, zum Beispiel für die Eltern oder auch für ein erwachsenes Kind. Aber dieses Haus hat auch noch eine Überraschung im Keller und die schauen wir uns jetzt auch noch an. Die Treppe in den Keller ist optisch genauso gestaltet wie die Geschosstreppe oben. Es handelt sich hier jetzt aber um eine viertelgewendelte Stahlbetontreppe, die jetzt sehr aufwendig eben mit dem gleichen Eichestufen belegt ist. Die Setzstufen sind weiß gestrichen. Wir haben die weiße Holzwange und das Geländer wie im Stil oben. Dass der Abgang offen ist, zeigt schon, wir haben hier einen sehr hochwertigen, gedämmten und beheizbaren Wohnkeller. Das heißt, das Raumklima ist offen verbunden und dass es hier wirklich sehr hochwertig zugeht, sehen wir schon in diesem Vorraum. Der hat 16 Quadratmeter, ist in sehr schönem Minzeisgrün, heißt die Farbe, gestrichen. Wir haben auch hier die deckenintegrierten Spots und auf dem Boden eine riesengroße Fliese, 1,20 mal 1,20 in Natursteinoptik. Auch da kann ich euch genau sagen, was es ist, wenn es euch interessiert. Und jetzt schauen wir mal in diesen Raum, denn man sieht schon, nur für die Technik ist dieser Keller viel zu schade.
Wir haben jetzt hier einen Fitness- und Wellnessraum mit 24,6 Quadratmetern. Hier haben wir jetzt eine andere Fliese auf dem Boden, die ich wirklich sehr, sehr schön finde. Also das Nachahmen von Naturstein wird immer besser. Auch hier 1,20 mal 1,20, sehr schön. Dann auch die Bodensteckdose, die hier integriert ist, weil wenn ihr Fitnessgeräte habt, braucht ihr natürlich da auch Strom für. Und man sieht schon durch diese großen Lichtschächte aus wasserundurchlässigem Beton, die da vorgesetzt sind, habt ihr hier wirklich Wohnraumfeeling. Die Brüstungshöhe ist hier 1,45 Meter. Ihr könnt alle Fenster aufmachen. Diese Lichtschächte schützen also auch, dass da Wasser oder irgendwas reinkommt. Alles kein Thema. Und vielleicht noch ein Wort zur Raumhöhe. Wir haben jetzt hier 2,30 Meter. Wenn das wirklich als Wohnfläche deklariert werden würde, müsste das eine Mindestraumhöhe von 2,40 bzw. Berlin je nach Landesbauordnung 2,50 haben. Dann müsste diese ganze Fläche aber auch zur Wohnfläche dazugezählt werden und damit wäre es hier nicht möglich gewesen, das Dachgeschoss auszubauen, weil man dann die zulässige Wohnfläche für das Grundstück überschritten hätte. Also nur so als kleiner Planungstripp für euch. Man kann diesen Keller auch so wunderbar nutzen. Er ist mit Fußbodenheizung ausgestattet, die auch hier mit Kühlfunktion und mit Lüftungsanlage verbunden ist. Das heißt, ihr habt vollen Komfort, müsst es aber nicht zur Wohnfläche dazu zählen. Ihr seht schon, es gibt hier noch zwei kleine Highlights. Einmal gibt es hier eine Sauna, die hier maßangefertigt reingebaut worden ist mit 4 Quadratmetern. Und um das Wellnessvergnügen perfekt zu machen, gibt es natürlich dann auch hier unten ein kleines Duschbad. Das hat ebenfalls 4 Quadratmeter und es ist sehr, sehr schön gestaltet, wie ich finde. Also erstmal hat man natürlich auch hier Tageslichtfeeling durch dieses Fenster. Dann gibt es hier eine sehr, sehr schöne Wandfliese, die wie so eine Kassettenwand aussieht und eben auch oben hier diese Abschlussleiste hat. Ist nicht so einfach von der Verlegung, weil man natürlich gucken muss, wie die hinkommt, in den Ecken so schneiden, dass es dann optisch von der Breite so aussieht, dass da noch eine ganze Fliese kommt und zum Beispiel auch solche Ausschnitte wie für die Drückergarnitur oder hier die Revisionsöffnungen müssen dann in diese großen Fliesen geschnitten werden. Stichwort Bad im Kellergeschoss. Ihr müsst natürlich dran denken, dass ihr dann eine Hebeanlage braucht, weil ihr da in der Regel unter dem Kanalniveau sein werdet. Die Dusche ist hier mit 80 x 90 auch noch sehr, sehr geräumig, ganz schön gemacht, gefliest mit diesen Metrofliesen, mit diesem kleineren Format. Auch hier wieder die Vorwandinstallationswand hochgezogen, damit man hier eben in diese vorgesetzte Wand dann so eine Nische zum Abstellen reinbauen kann. Für die Sauna müsst ihr übrigens auch bedenken, braucht ihr einen entsprechend starken Stromanschluss mit entsprechend hoher Absicherung. Also wenn ihr sowas plant zu machen, auch vorher dran denken. Jetzt schauen wir uns noch die anderen Räume im Keller an. Hier gibt es nämlich noch einen sehr schönen Haustechnik, Hausanschlussraum, Hauswirtschaftsraum, der jetzt mit 11 Quadratmetern nicht riesig, aber auf jeden Fall ausreichend ist. Ihr könnt sehen, hier ist jetzt die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Kühlfunktion angebracht. Das heißt, ihr habt hier dann auch die Verteiler der Lüftungsanlage. Wie gesagt, die muss nicht sein, ist hier jetzt drin wegen der Lage an der stark befahrenen Straße. Dann ist hier eine Erdwärmepumpe drin, das heißt mit einer tiefen Bohrung, also eine Sohle-Wasserwärmepumpe. Auch das eine sehr ökologische Lösung. Ansonsten haben wir wegen des Smart Homes natürlich einen etwas größeren Elektrokasten und einen Server. Aber es würde auf jeden Fall auch noch Waschmaschinen und Trockner hier hinpassen. Und weil es eben auch hier 2 Fenster gibt, auf jeden Fall auch Platz zum Bügeln. Ansonsten gibt es in diesem Keller natürlich auch ganz normale Abstellflächen. Das wäre jetzt hier ein Abstellraum mit 13 Quadratmetern und noch einen Aufenthaltsraum, der 20 Quadratmeter hat. Und was ich super schön finde, dass hier nochmal eine komplette Küchenzeile eingebaut ist mit allem drum und dran. Sozusagen als Partyküche hier unten oder wenn mal etwas längerfristig Gäste da sind, die sich dann eben hier auch selbst versorgen können.
Jetzt haben wir alle Räume in dieser Stadtvilla vom Keller bis zum ausgebauten Dachgeschoss gesehen. Wenn ihr euch das Musterhaus selber mal anschauen wollt, es ist geöffnet nach Vereinbarung. Kontaktdaten zum Hersteller und auch die Grundrisse, wenn ihr die anschauen wollt, findet ihr wie immer unten verlinkt in unserer Videobeschreibung. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.